Hallo, ich heiße Mimi und heute werde ich Ihnen Sophie von La Roche vorstellen. Sophie Gutermann war am 6. Dezember 1730 in Kaufbeuren geboren. Es ist da. Sie war das älteste Kind der 13 Geschwistern und war unter sehr strengen Pietismus erzogen. Ihr Vater hat sich sehr gut lesen unterrichten und als sie 5 Jahre alt war, konnte sie die ganze Bibel lesen. Zuerst, wenn sie 17 war, zuerst sollte Sophie Gian Lodovico Bianconi heiraten. Bianconi ermutigte Sophie Mathematik, Musik und italienisches Literatur lernen. Und Sophie mag ihn sehr, aber Sophies Vater brach die Verlobung ab, weil Bianconi ein sehr katholisch war und er möchte die künftigen Kinder auch katholisch sein. Danach war sie geschickt zu ihren Großeltern und während dieser Zeit könnte sie mehr lesen. Es war auch während dieser Zeit, dass sie entwickelte die Glauben, dass tugendhaftes Verhalten persönliches Glück führen und es brachte mehr Glück, wenn Menschen gut waren. Sie hat auch eine enge Freundschaft mit Christoph Martin Wieland, der ihre entfernte Cousine war auch. Beide waren gegenseitig inspiriert und schreibt viel zusammen. Sie war bald verlobt, aber beide Eltern waren gegen diese Paaren. Schade. Weiterhin waren sie enge Freunde und schreibt viele Briefe. Am Ende hatte Sophie Georg von La Roche heiratet und sie arbeitete in der Hof mit dem Graf Anton Friedrich Heinrich von Stadion. Und es war während dieser Zeit, dass Sophie sehr unabhängig war und musste sie nicht wie eine typische Frau leben, weil sie sehr frei war. Georg glaubt die Ideen der Aufklärung und lässt Sophie diese politisches und gesellschaftliches Nachrichten kennen und sie könnte mit Intellektuellen wie Goethe sprechen. Die lebende Sophie lernte auch in der Bibliothek der Schloss. Nach der Graf entschlafen hatte, Sophie und ihr Mann hat keine mehr finanzielle Stabilität. Und es war dann, dass Sophie ihre erste Briefroman, die Geschichte des Fräuleins von Sternheim, zu schreiben hatte. Wieland half Sophie 10 Jahren mit diesem Roman. Und als es veröffentlicht wurde, war es sehr beliebt bei der Mittelschicht und die Mittelklasse Menschen. Die Hauptthemen ihrer Roman
war oft über vernünftige Liebe und nicht Sturm und Drang wie Goethe und Schiller. Ihre Romane betönte auch oft nicht nur über die Wichtigkeiten häusliche Pflichten für Frauen war, sondern auch die Ausbildung von Frauen. Ja, und als nächstes wird Sally ein Teil die Geschichte des Fräuleins von Sternheim auslesen und ihre Schriftsteil analysieren. Danke. Danke Mimi für die sehr interessanten Fakten. Hallo, ich heiße Sally. Jetzt spreche ich über den Schreibstil von Sophie von La Roche. Zuerst würde ich eine Passage aus Sophies berühmtesten Werk lesen, die Geschichte des Fräuleins von Sternheim von 1771. Es ist mir lieb, meine Emilie, dass Sie diesen Brief noch in dem vaterlichen Haus erhalten, weil er Ihnen eine scheinbare Berührung meiner Ideen zeigen wird, wo unser Papa das beste Mittel, sie in Ordnung zu bringen, anzeigen kann. Ich bin bei der Prinzessin von V und dem ganzen Adel zu erschienen, gebracht worden und kenne nun den Hof und die große Welt durch mich selbst. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich beide aus der Abschilderung kennen, zu mir der Wahn gemacht wurden. Lassen Sie mich dieses Gleichnis nach wiederbrachen. Es war meinem Auge nichts Fremden. Aber denken Sie sich eine Person voll Aufmerksamkeit und Empfindung, die schon lange mit einem großen Gemälde von reicher und weitläufiger Komposition bekannt ist. Oft hat sie es betrachtet und über den Plan, die Verhältnisse der Gegenstände und die Mischung der Farben nachgedacht. Alles ist ihr bekannt, aber auf einmal kommt durch eine fremde Kraft das stillruhende Gemälde mit allem, was es enthält, in Bewegung. Natürlicherweise erstaunt diese Person in ihrer Empfindung, werden auf mancherlei Art gerührt. Diese erschaute Person bin ich, die Gegenstände und Farben mache es nicht. Die Bewegung, die Fremdenbewegung ist, die ich sonderbar finde. Die Stimme des Charakters aus dieser Textstelle ist zuversichtlich und gebildet. Die Textpassage zeigt die Isolation, die Sophie wahrscheinlich fühlte. Sie schrieb in einer Zeit der Geschichte, in der Männer dominierten. Selbst in der Passage mussten Frauen durch einen männlichen Charakter verstanden werden. In diesem Beispiel war es der Vater. An dieser Stelle kann man sehen, wie Sophies Ideen aus der Aufklärung und der Romantik zusammenfügt. Schon früh in ihrem Leben lernte sie zu lesen. Diese Erfahrung bot ihr den gebildeten Hintergrund vieler ihrer Figuren. Durch das Lesen entwickelte sie an die Fähigkeit von Vernunft, Glück zu geben. Später präsentierte sie in ihren Schriften tugendhaftes Verhalten als ultimative Garantie für persönliches Glück. Ihr Schreibstil ist vom rationalen Geist der Aufklärung geprägt und zeigt ihr Interesse an wirtschaftlichen und sozialen Problemen, einschließlich der Bildung von Frauen. In die Geschichte des Fräuleins von Sternheim kreierte sie eine fiktive Figur, die sie noch eigene Vorstellung erzählen konnte. Sie stellte in ihrem Roman die Notwendigkeit, dass Frauenbildung unabhängig und stark werden muss.
Der Roman enthält 3 Briefe, die 3 verschiedene Perspektiven geben. Diese literarische Entscheidung vermittelt dem Leser ein Gefühl der Objektivität, was sehr kreativ ist. Danke für Ihr Interesse. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, von Sophie von La Roche zu lernen. Tschüss!